Zum Anlass vom Piazzolla-Jahr 2021 haben wir uns entschieden, das Isabel von Keulen Quartett mit der Deutschen Kammerakademie Neues zusammenzufügen und dafür ein Projekt zu gestalten, mit Aufnahme verbunden, um verschiedene Werke nochmal neu zu bearbeiten. Das Besondere an der DKN in Neuss ist, dass es ein relativ kleines, dennoch sehr saftiges Kammerorchester ist. Die können mit, aber können auch ohne Dirigenz spielen und das macht es sehr flexibel. Piazzolla selbst ist, glaube ich, sehr geprägt durch seine eigene Internationalität. Einfach die Zeit, die er gelebt hat in New York, Wurzeln in Italien, Mar del Plata aufgewachsen, später nach Europa gegangen, Kompositionsstudien in Paris. Dass er jemand ist, der einen sehr weltoffenen Blick hatte und sehr, sehr viel aufgenommen hat, verschiedene Strömungen, auch musikalisch. Überhaupt deswegen diese Verbindung, glaube ich, schaffen konnte zwischen dem traditionellen Tango, Jazz und klassischer Musik. Die Herausforderung, muss ich sagen, war, diesen kammermusikalischen und leichten Charakter von der Musik von Piazzolla, vor allen Dingen von den Stücken, die wir jetzt ausgewählt haben, zu erhalten, obwohl es dann quasi schon eine Orchesterbesetzung ist. Der Mehrwert dieses Projektes, das wir zusammenspielen, ist, dass wir jetzt Klangfarben kriegen, so ein Orchesterklang, der wie ein Teppich liegt. Und das ist was ganz anderes als nur 4 Musiker. Da kommt eine ganze Breite dazu und das ist unheimlich spannend, aber auch sehr rührend. Eine Sache, auf die ich ganz persönlich auch Wert gelegt habe, war, dass sowohl das Ensemble als auch das Orchester als Apparat gefordert sind und ihren Platz haben auch in dem Programm. Also dass es nicht so ist, dass wir ein Solistenensemble, ein Quartett haben, was im Vordergrund steht und das Orchester begleitet, sondern gerade bei den Stücken wie Tangasso ist es die Absicht, da wirklich einen Dialog zu haben und auch dem Orchester Platz einzuräumen. Also dass das Orchester auch wahrgenommen wird als quasi weiterer Solist. Tangasso trägt den Untertitel Variationen über Buenos Aires. Ich glaube, das ist sehr vereinfacht gesagt. Also ich glaube, letztendlich ist jegliche Musik Astor Piazzolla ist eine Variation über Buenos Aires, weil trotz seiner Internationalität, seiner eigenen Geschichte ist er musikalisch sehr, sehr verwurzelt in Buenos Aires. Und das spiegelt sich nicht nur in Tangasso wider, aber eben auch da. Ich denke, dass ein Publikum, was in unser Konzert kommt, irgendwie ein Totalerlebnis kriegt. Wir ziehen auch die Emotionen vom Publikum zu uns und von uns zu dem Publikum. Und diese Brücke zu schlagen, diese Kommunikation, das ist eigentlich das Spannende an unseren Konzerten. Was mich beeindruckt an Piazzollas Musik ist, dass es durch ganz unterschiedliche musikalische Sozialisationen Menschen anspricht. Also die Musik berührt Leute, die eher aus der Klassik kommen. Es berührt Menschen, die aus dem Jazz kommen, Menschen, die eher Musik schätzen, die in Deutschland vielleicht manchmal als Unterhaltungsmusik bezeichnet werden würde, also populäre Musik. Piazzolla schafft das, diese Strömungen alle aufzunehmen und in eine intelligente, ansprechende und verständliche Musik, die die Leute berührt, zu packen. Das ist, finde ich, für mich das Beeindruckende an Piazzolla.
Also Piazzolla ist immer unglaublich ehrlich. Es geht total unter die Haut, sowohl für die Musiker als für die Zuhörer. Und naja, die Leidenschaft, ja, die gehört auch dazu.